Wie ihr die ASX Wasserfilteranlage von Aquasafe desinfizieren könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Eine Desinfektion wird vor allem dann dringend empfohlen, wenn die Anlage länger nicht genutzt wurde, zum Beispiel nach einem Urlaub. Aber auch so wird eine regelmäßige Desinfektion alle 3 bis 6 Monate empfohlen, um der Biofilm- und Keimbildung im gesamten System vorzubeugen und die Wasserqualität aufrechtzuerhalten. Wir benötigen das Desinfektionsmittelset zur Erstanwendung. 2 neue Vorfilter und einen 17er Mausschlüssel. Wir aktivieren als erstes das Desinfektionsmittel, indem wir den Beutel vorsichtig aufrollen. Die innere Kammer öffnet sich durch ein leichtes Zischen und beide Flüssigkeiten können nun miteinander reagieren. Der Beutelinhalt verfärbt sich gelb und es kann ein chlorähnlicher Geruch entstehen. Unser Tipp: Füllt euch nochmal ausreichend gefiltertes Wasser ab, denn während der Desinfektion darf kein Wasser aus der Anlage getrunken werden. Wir schließen zunächst den Kaltwasseranschluss unter der Spüle und öffnen den Hebel für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Abschließend ziehen wir den Netzstecker. Unser Tipp: Holt die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder in eine Wanne, um einfach an dem Gehäuse arbeiten zu können. Wir öffnen den Deckel über den Magnetverschluss und ziehen die Platte nach oben heraus. Unser Tipp: Wir entfernen vorsorglich den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser während der Desinfektion nicht auslöst. Wer schon mal eine Erstdesinfektion durchgeführt hat, kann ab Minute 2,34 fortfahren. Andernfalls müssen wir die beiden Gewinde unserer Verbindungsstücke einmal stramm, ca. 15 bis 17 Mal mit Teflonband umwickeln. Das Gewinde sollte sich darunter noch leicht abzeichnen und die vordere Öffnung nicht mit Teflonband verdeckt sein. Die vorbereiteten Verbindungsstücke werden wir jetzt in unsere Blindkartusche eindrehen. Mit Hilfe des 17er Mausschlüssels können wir das Verbindungsstück bis zur Wandung festdrehen. Auf der anderen Seite der Blindkartusche drehen wir das zweite Verbindungsstück gerade in das Gewinde ein und nutzen auch hier den Mausschlüssel noch einmal zum Festdrehen. Nun legen wir uns ein Tuch in den Unterschrank, da wir die Desinfektion vor die Anlage installieren wollen. Dafür durchtrennen wir den weißen Schlauch vom Kaltwasseranschluss kommend mit Hilfe eines Schlauchschneiders. Den Deckel von der Blindkartusche drehen wir von Hand ab und führen das vorbereitete Desinfektionsmittel in das Gehäuse ein. Und drehen abschließend wieder den Deckel von Hand auf das Gewinde auf. Wir ziehen den blauen Clip am Verbindungsstück am Deckel und auch auf der anderen Seite. Das lose Schlauchstück vom Kaltwasseranschluss kommen, führen wir tief ca. 1,5 cm in die Öffnung am Deckel und fixieren die Verbindung dort mit dem blauen Sicherungsclip. Das verbleibende lose Schlauchstück führen wir auf der anderen Seite in das Eckstück ein und sichern es mit dem blauen Clip. Die Blindkartusche ist jetzt vorbereitet. Im nächsten Schritt wollen wir die Kohlefilter aus der Anlage ausbauen, da die Desinfektion sonst neutralisiert werden würde. Dafür legen wir uns ein Tuch unter die Vorfilter und lösen als erstes den Sedimentfilter auf der linken Seite, drehen den Filter nach links und ziehen ihn nach unten heraus und tauschen den Filter gleich mit dem Carbonfilter. Wir nehmen einen neuen Sedimentfilter, entfernen die Kappe und führen ihn mit dem Label nach links zeigend von unten in den Vorfilterkopf ein, drehen ihn um 90 Grad nach vorn. Wir entfernen den Carbonblockfilter auf der rechten Seite und befestigen den alten Sedimentfilter im Vorfilterkopf. Somit haben wir nun auf beiden Seiten einen Sedimentfilter eingebaut. Wer einen Aktivkohle-Nachfilter besitzt, muss diesen mit einem Verbindungsstück überbrücken. Dafür müssen die Schlauchverbindungen aus den Eckstücken gelöst und in das Verbindungsstück eingeführt werden. Sind alle Kohlefilter ausgebaut, können wir jetzt mit der Desinfektion starten. Wir öffnen die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss und stecken den Netzstecker in die Steckdose ein. Damit das gesamte Filtersystem inklusive Schläuche und Wasserhahn desinfiziert werden können, müssen wir mehrmals täglich den Wasserhahn für ca. 5 Minuten öffnen. Nach 24 Stunden effektiver Desinfektion sehen wir uns dann an dieser Stelle wieder. Willkommen zurück! Als erstes schließen wir den Kaltwasseranschluss unter der Spüle, öffnen den Hebel für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen, und ziehen abschließend den Netzstecker.
Wer den Aktivkohlenachfilter überbrückt hat, befestigt die Schläuche jetzt nacheinander wieder an den Eckstücken des Zusatzfilters. Wir legen ein Tuch unter die Vorfilter und drehen den Sedimentfilter auf der rechten Seite um 90 Grad heraus und können diesen im Hausmüll entsorgen. Achtung! Jetzt nehmen wir den neuen Carbonblockfilter, entfernen die Kappe und drehen diesen im Vorfilterkopf ein. Somit sind wieder alle Aktivkohlefilter im Einsatz. Im nächsten Schritt legen wir das Tuch unter die Blindkartusche und stellen vorsorglich eine Schüssel dazu, um austretendes Wasser aufzufangen. Wir entfernen die beiden blauen Clips an den Eckstücken der Blindkartusche. Um die Schläuche herausziehen zu können, drücken wir den weißen Ring am Eckstück Richtung Blindkartusche und ziehen den Schlauch nach hinten heraus. Das Wasser aus der Blindkartusche lassen wir in die Schüssel fließen. Den Schlauch auf der anderen Seite lösen wir auf dieselbe Weise, drücken den weißen Ring Richtung Eckstück und ziehen den Schlauch heraus. Wir öffnen die Blindkartusche, nehmen den Desinfektionsmittelbeutel heraus und können diesen jetzt bedenkenlos im Hausmüll entsorgen. Unser Tipp: Gibt es noch Filteranlagen im Familien- oder Freundeskreis? Das Desinfektionsmittel kann bis zu 7 Tage eingesetzt werden und mehrere Anlagen desinfizieren. Die Blindkartusche kann abschließend gereinigt werden, um sie für die nächste Desinfektion zur Folgeanwendung aufzubewahren. Wir nehmen uns das Verbindungsstück aus dem Lieferumfang zur Hand, stecken den Schlauch von der Anlage tief in die Öffnung und fixieren die Verbindung mit dem blauen Clip. Das verbleibende Schlauchstück befestigen wir tief auf der anderen Seite und sichern es mit dem blauen Clip. Die Schläuche dürfen sich nicht mehr herausziehen lassen. Jetzt können wir die Filteranlage wieder in Betrieb nehmen. Wir legen den Schwamm zurück in den Aquastop und befestigen den Deckel von oben wieder am Gehäuse. Die Anlage kann jetzt an ihren gewohnten Platz zurückgestellt werden. Wir öffnen die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss und setzen den Netzstecker abschließend in die Steckdose ein. Nun spülen wir die Anlage für ca. 10 bis 15 Minuten, bevor wir das erste Wasser trinken. Hat dir das Video geholfen? Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen und dass du unseren Kanal abonnierst.